SCS Connect Webinar Nummer 3. Heute geht es um die SCS-Standards in der Praxis, von der Umsetzung zur Zertifizierung. Kurze Vorstellung von mir. Ich bin Marvin Frommholt und bin seit Juni letzten Jahres im Team SCS Forum, im Team Forum SCS-Standards, genau so, und bin dort für die Standardisierung und Zertifizierung zuständig und ja, genau, zu meiner Arbeit und was da so alles dazugehört und was das ist. Dazu heute das Webinar. Zum Aufbau vielleicht noch kurz, dass ihr eine Vorstellung habt, was ich euch jetzt erzählen werde. Also am Anfang werde ich euch kurz SCS vorstellen. Was ist das? Und vor allem auch, wer steckt dahinter? Wer ist SCS? Danach werde ich etwas zu den Standards erzählen und warum es die braucht, warum das wichtig ist. Im dritten Teil dann übergehen zur Zertifizierung. Also wie kommt man von der Standardisierung dazu, dass man zertifiziert wird? Und ganz im Anschluss machen wir dann noch eine Fragerunde, so die letzte Viertelstunde für Feedback. Und wenn ihr noch Fragen habt, auf die ich vielleicht nicht gut genug eingegangen bin oder Fragen entstanden sind bei euch. Genau, dann fange ich mal an. Kurz zur Vorstellung, was ist SCS? Also der Sovereign Cloud Stack ist eine europäische Open-Source-Initiative und auch ein Projekt, das Standards für eine souveräne Cloud-Infrastruktur entwickelt hat und auch weiterhin entwickelt. Könnt euch das als Community-Projekt vorstellen, und der Fokus steckt hier in der Schaffung einer alternativen Cloud-Infrastruktur mit echter Wahlfreiheit, die sicher sein soll, interoperabel, anbieterunabhängig und Cloud-Native, das eben als Alternative, als offene, freie Alternative zu den Hyperscalern, die ja bisher den Markt zum größten Teil bestimmen. Wie ist das Projekt entstanden? Das war ein 4-jähriges Förderprojekt, gefördert durch das Bundesministerium für Wissenschaft und, jetzt muss ich überlegen, weiß ich gar nicht mehr, wie es damals hieß. Über 4 Jahre wurde das gefördert und entwickelt. Und zum Ende des Förderzeitraums war dann die Überlegung, okay, wie geht's weiter? Und da haben sich dann die Unternehmen, die damals im Förderprojekt mit drin waren, und auch die Open Source Business Alliance, die schon während des Förderprojekts da auch mit beteiligt war, dazu beschlossen, das Projekt weiterzuführen. Und dafür wurde dann das Forum SCS Standards gegründet unter der Schirmherrschaft der OSBA. Und da ist das Projekt jetzt angesiedelt und wird eben weiterentwickelt. Zum Forum SCS-Standards gehören zum einen die Mitglieder. Die sind auch der wichtigste Teil im Forum. Zum einen sorgen sie dafür, dass das Projekt weitergeführt werden kann durch Mitgliedsbeiträge, und sind eben auch aktiv mit an der Weiterentwicklung beteiligt und setzen zum größten Teil SCS auch selber bei sich ein, beziehungsweise bieten das dann auch für andere Unternehmen und so weiter an. Und ein weiterer Teil des Forum SCS-Standards ist noch das Team, bestehend aus hauptamtlichen MitarbeiterInnen. Dazu gehören eben wir. Die Lisa habt ihr ja schon kennengelernt gerade. Sie ist die Projektleiterin. Und Felix Kronlage-Dammers ist sozusagen der Teamleiter. Und ja, ich habe mich auch schon vorgestellt. Ich gehöre auch noch mit dazu. Wir sind also sozusagen 3 Hauptamtliche, die für Außenkommunikation zuständig sind, für die Akquise neuer Mitglieder, und eben auch die Standardisierung und Zertifizierung, das zu koordinieren, dass das da vorangeht und stetig weiterentwickelt wird. Genau, das hatte ich gerade schon gesagt, zu den Aufgaben kontinuierliche Weiterentwicklung. Zu meinem Teil gehört ja eben auch das Zertifizierungsprogramm, was offen dokumentiert und immer weiterentwickelt wird. Ich führe auch die Zertifizierungen durch.
um eben abzusichern, dass die Standards korrekt umgesetzt werden. Wir fördern eben den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern durch regelmäßige Treffen. Es gibt offene Diskussionsformate, auch andere Community-Formate, die zum größten Teil oder eigentlich fast ausschließlich auch alle digital stattfinden. Da könnt ihr auf der Webseite findet ihr da den Kalender zu den regelmäßigen Treffen. Also wer da aktiv mitmachen möchte, beteiligt euch sehr gern. Ja, genau, die letzte Aufgabe, die natürlich noch zu uns gehört, ist eben die Marke Sovereign Cloud Stack SCS verantwortungsvoll zu verwalten und eben sicherzustellen, dass kein Missbrauch da stattfindet und nur wirklich zertifizierte Anbieter, Angebote diese nutzen. Ja, woraus besteht nun der Sovereign Cloud Stack? Im Grunde sind es 3 Säulen. Der erste Teil sind diese zertifizierbaren Standards, um die es heute vor allem gehen soll. Aber sind eben nicht nur Standards definiert, sondern der SCS bietet quasi auch noch was zum Anfassen, nämlich einen modularen Software-Stack auf Open-Source-Basis. Gibt es eine Referenzimplementierung, die eingesetzt werden kann, um quasi direkt die Standards umsetzen zu können, ohne dass man jetzt nochmal eigen Software entwickeln muss. Und die dritte Säule, ganz wichtig in einem Open-Source-Projekt, Community-Projekt, ist natürlich der Wissenstransfer, also die offene Dokumentation, die eben vorgestellten ganzen Formate zum Austausch. Alles wird auf GitHub veröffentlicht und dort weiterentwickelt über Issues und Pull-Requests. Genau, das sind die 3 Säulen. Und genau, nochmal zu den Zielen, die wir haben mit SCS. Also wir wollen die digitale Souveränität damit fördern, vor allem in Europa. Also wir verstehen uns als europäisches Community-Projekt, versuchen eben eine technologische Unabhängigkeit zu erzeugen, eben von den Hyperscalern, die den Markt bisher unter sich aufgeteilt haben. Und das versuchen wir, indem wir eine Cloud-Infrastruktur aufbauen, die eben eine höchstmögliche Kompatibilität bieten soll und auch Interoperabilität eben durch diese Standards. Sollen die verschiedenen SCS-Clouds, die aufgebaut werden, sind dann untereinander kompatibel. Als Nutzerin kann ich im Zweifel zwischen diesen Clouds wechseln, in Zukunft hoffentlich auch föderiert, über mehrere Anbieter hinweg meine Infrastruktur ausrollen. Und da kommen wir auch schon zur Frage, für wen ist denn das überhaupt relevant? Naja, für kleine und mittelständische Unternehmen vor allem, aber eben auch IT-Dienstleister als Anbieter und auch konkrete Cloud-Anbieter. Das können zum Beispiel eben sein Rechenzentrumsbetreiber, öffentliche Verwaltungen, hier vor allem auf der Seite der Nutzenden, aber eben auch Forschungseinrichtungen. Also prinzipiell alles Organisationen, Einrichtungen, die sagen, okay, ich fühle mich nicht wohl bei Amazon und Co. meine Applikation, meine Cloud-Applikation auszurollen, beziehungsweise eben auch als IT-Dienstleister, der sagt, nee, ich möchte mich nicht mit meiner Cloud, die ich anbiete, von Microsoft und Co. abhängig machen, sondern was Eigenes zur Verfügung stellen. Und natürlich ist das am Ende dann auch für die Zivilgesellschaft und Open-Source-Communities mit interessant. Da gibt es zum Teil Public Clouds, auch SCS Public Clouds, die da auch mitgenutzt werden können. Ja, nun habe ich schon des Öfteren den Begriff digitale Souveränität genannt und möchte jetzt noch mal kurz darauf eingehen, was verstehen wir darunter, um hier ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Und eigentlich passt da ganz gut die Definition der CENDIS, des Zentrums für digitale Souveränität vom Bund. Und die sagen eben, das ist auch ein bisschen Hintergrund, warum gibt es die CENDIS? Eben unser Staat ist im hohen Maße abhängig von wenigen großen Technologiekonzernen und ein ernstzunehmender Kontrollverlust findet eben hier statt und das hat eine große Folge auf die staatliche IT. Wir haben da ja vor allem in letzter Zeit viele
Fälle gesehen, wo das schon relevant wurde. Stichwort die Zölle von Trump und die Drohung, wenn wir hier Digitalzölle einführen, dass er dann die Dienste abschaltet und so weiter. Ja, digitale Souveränität beschreibt also die Fähigkeiten und Möglichkeiten von Individuen und Institutionen, ihre Rolle oder Rollen in der digitalen Welt selbstständig, selbstbestimmt und sicher ausüben zu können. Das ist auch das Verständnis mittlerweile im Bund. Das ist ja eine Definition aus dem IT-Planungsrat, dem wir so folgen. Und vielleicht noch kurz zum Verständnis eben, dass digitale Souveränität, beziehungsweise was häufig ja auch jetzt von den Anbietern, von den großen Tech-Konzernen, die darauf natürlich reagieren, auf das Bestreben, was jetzt in Europa und auch hier in Deutschland entsteht mit der digitalen Souveränität, dass sie immer sagen, okay, wir bieten ja auch souveräne Clouds an. Und dabei meinen sie aber eben nur eine Datensouveränität, indem sie sagen, okay, wir gründen eigenständige Unternehmen in Europa und dann stehen die Server auch in Europa und dann sind ja die Daten sicher, weil dann unterliegen sie ja der Datenschutzgrundverordnung und trotzdem ist das eben noch nicht eine vollständige digitale Souveränität, weil wenn jetzt eben SAP eine Microsoft Cloud aufbaut und sagt, okay, wir haben die zwar vollständig unter der Kontrolle, die Server stehen bei uns, wir haben die Schlüssel einmal wörtlich im Sinne für das Rechenzentrum, aber eben auch für die Verschlüsselung, heißt das eben immer noch nicht volle Souveränität, weil ja, wenn es Updates gibt für die Microsoft-Infrastruktur, sind wir ja immer noch abhängig davon, dass Microsoft die entsprechend liefert und wer kann den ganzen Code, die ganzen Updates jedes Mal überprüfen, ob da nicht doch irgendwie eine Hintertür mit reingepatcht wird. Also wir verstehen unter Souveränität eben genau die Wechselfähigkeit, die Kontrollfähigkeit und auch die Gestaltungsfähigkeit. Und dass das sehr relevant ist, wie ich eben schon erwähnt hatte, sehen wir in letzter Zeit mit der zweiten Amtszeit von Donald Trump. Ein Beispiel, was ihr sicherlich alle schon mitbekommen hattet in letzter Zeit, war das eben beim Internationalen Strafgerichtshof, wo es Streitigkeiten zwischen der US-Regierung und dem Chefankläger gab und dann auf Anweisung von Trump das Mailkonto des Chefanklägers gesperrt wurde. Wo wir eben auch sehen, dass das nicht nur Drohungen sind, die ausgesprochen werden, sondern mittlerweile auch in die Tat umgesetzt werden, was das nochmal verstärkt, dass wir wirklich eine eigene, souveräne Infrastruktur aufbauen, um hier wirklich unabhängig zu sein und nicht erpressbar zu sein. Ja, also, und da kommen wir eben genau dahin, dass, wie können wir nicht erpressbar und unabhängig werden? Naja, indem wir eben Open Source Software einsetzen und dann das als Grundlage für digitale Souveränität. Denn nur sie stellt sicher, dass die Systeme, die in der Verwaltung, in der Wirtschaft und auch in der Zivilgesellschaft verwendet werden, überprüfbar sind, gestaltbar sind und eben auch ersetzbar sind. Und das könnte man noch weiterführen, gemeinsam gestaltbar sind und so weiter und so fort. So, das sozusagen der erste Teil zum Hintergrund. Wofür braucht es eine souveräne Cloud? Wofür braucht es SCS? Und jetzt möchte ich auf die Standards eingehen. Also was ist denn jetzt eigentlich SCS? Woraus besteht das? Das war diese erste Säule, die ich vorhin schon genannt hatte, aus den zertifizierbaren Standards. Um das jetzt nochmal abzubilden, zu dem ersten Teil, digitale Souveränität und die zertifizierbaren Standards, wie hängen die miteinander? Haben wir hier mal so eine Übersicht über die verschiedenen Stufen, die aufeinander aufbauen. Und mit den Standards befinden wir uns hier auf dieser Stufe 2. Die sichern eben ab, dass wir oder dass Nutzende und auch Anbieter, Cloud-Anbieter hier eine Wahlmöglichkeit besitzen und vor allem eben durch das Insourcing, also selbstbestimmt hier agieren können. In Zukunft wollen wir uns bei SCS auch noch mit den weiteren Stufen beschäftigen. Aktuell
ist aber erstmal nur, also ist Stufe 2 umgesetzt, aber da geht eben noch viel mehr in Zukunft mit SCS Open, dann auch noch eine vollständige technologische Transparenz zu schaffen, indem wir eben sagen, okay, es muss alles Open Source sein. Aktuell mit den Standards wäre es auch möglich zu sagen, ich habe hier eine proprietäre Cloud-Infrastruktur, die möchte ich jetzt nicht veröffentlichen, aber kann trotzdem sagen, sie ist SCS-kompatibel, indem ich eben die ganzen Standards umsetze. Und die vierte Stufe, die höchste Stufe, SCS Sovereign, ja, da geht es dann eben auch darum, dass es nicht nur die Standards sind und der funktionale Stack, sondern eben auch noch viel weiter, dass das Monitoring noch transparent ist, dass das Inzidenz offen und transparent geteilt werden. Genau, das aber eher für die Zukunft. Jetzt geht es eben, wie gesagt, um die Schicht, um die Ebene 2 hier, SCS-compatible. Ja, wozu braucht man denn jetzt Interoperabilität? Ich glaube, spätestens dann, wenn man eben feststellt, okay, ich bin mit einem Anbieter und vor allem bei den großen Tech-Konzernen sehen wir das, wenn man da unzufrieden ist durch eben Lizenzkostenerhöhungen und so weiter und man dann wechseln will, stellt man fest, oh mein Gott, meine Infrastruktur kann ich nicht so einfach mal von einem Anbieter zum nächsten umziehen, da das alles proprietäre Schnittstellen sind, auf die ich meine Applikation ausgerollt habe und muss jetzt die komplett anpassen, um wechseln zu können. Ja, wir kennen das schon aus der Hardware-Welt mit 1000 verschiedenen Schnittstellen und dann ein Adapter auf den nächsten und irgendwann wird es unübersichtlich und man ist ewig auf der Suche nach der Fehlerquelle. Das ist kein schöner Zustand und um das zu verhindern, hat eben SCS diese Standards entwickelt, um dann genau diese ganz vielen verschiedenen Anforderungen, die es gibt, zu versuchen, auf wenige gut dokumentierte und ja, für alle gut nutzbare Schnittstellen und Standards zu reduzieren und oder Schnittstellen zu reduzieren und daraus eben die Standards festzulegen. Um mal noch ein konkretes Beispiel zu nennen, was vielleicht einige, die heute hier mit drin sind, kennen. Allein schon die externe IP von einem Server rauszufinden. Da gibt's 1000 verschiedene Wege und meistens sieht das dann hier so aus, dass man dann in seiner eigenen Applikation da verschiedene Schritte durchgehen muss, um sie herauszufinden und hier versuchen eben die Standards das zu vereinheitlichen, dass es dann einen korrekten, konkreten Weg gibt, um eben den Aufwand zu reduzieren und vor allem die Kompatibilität und Interoperabilität sicherzustellen. So, die Standards gibt also es gibt Standards für die verschiedensten Layer, die es so in einer Cloud-Infrastruktur gibt. Das ist als Basis unten für den Infrastructure as a Service Layer. Dafür gibt es eine Menge an Standards, die definiert sind. Diese basieren vor allem auf OpenStack, nutzen auch ganz viel schon durch OpenStack definierte Schnittstellen und vereinheitlichen sie aber nochmal etwas mehr. Und dann als Schicht obendrauf, die Containerschicht. Hier ist vor allem Kubernetes as a Service. Da gibt es auch eine Reihe von definierten Standards. Und zusätzlich, was beide Schichten dann betrifft, für den Operational Layer gibt es Standards und eben auch für die Identity Access Schicht, also Identitätsmanagement, Rollenmanagement, Zugriffsmanagement und so weiter. Auch da bietet SCS Standards an.
Hier sehen wir noch einmal die Referenzarchitektur, die eben auf diese Standards aufbaut. Das war geht schon mehr in die zweite Säule, die ich vor uns mit erwähnt hatte. Da würde ich jetzt im Detail nicht drauf eingehen, aber hier sieht man eben nochmal, wie baut das aufeinander auf. Wer dazu noch weitere Fragen hat, dann gerne im Anschluss in der Fragerunde. Und ja, wie sieht das also nur in echt aus? Hier unten seht ihr den Link unter docs.scs.community /standards sind die ganzen Standards definiert. Und wie ich gerade schon erwähnt hatte, gibt es einmal oder beziehungsweise waren auf dem einen Bild gar nicht zu sehen. Die globalen Standards, die definieren so ein bisschen, okay, wie sind überhaupt die Standards aufgebaut, wie funktioniert die Entwicklung in der Community über den Standards, wie sind da Regularien, Stichwort diese Keywords, die man aus RFCs kennt, also must, should und so weiter, um hier ein gemeinsames standardisiertes Verständnis zu schaffen. Und dann gibt es eben die einzelnen Standards für den IaaS-Layer, für den Kubernetes as a Service-Layer und so weiter. Also die findet ihr alle unter diesem Link beziehungsweise auf der Community-Webseite in der Dokumentation. Ja, und all diese Standards werden eben nicht nur vom Forum SCS Standards weiterentwickelt, sondern jede kann an dieser Weiterentwicklung teilnehmen und wir rufen euch hier auch gerne dazu auf. Nehmt dran teil, wenn ihr einen Standard seht und sagt, für unseren Anwendungsfall passt er nicht so gut, beteiligt euch, so dass wir die gemeinsam weiterentwickeln, um so eine bestmögliche Standards zu entwickeln, die für möglichst viele Anwendungsszenarien gut funktionieren. Ja, nochmal zusammenfassend, was sind die SCS-Standards? Also sie sollen Interoperabilität sicherstellen, sie werden offen entwickelt und sie sollen zertifizierbar sein. Also die Standards sind das zentrale Element von SCS. Sie definieren nachvollziehbare Anforderungen und sollen eben für Cloud-Lösungen die digitale Souveränität belegen. Und dokumentieren eben, wie Cloud-Infrastrukturen eingesetzt, betrieben und weiterentwickelt werden. Für alle offen ersichtlich, mit offenen Schnittstellen, transparente Abläufe und vor allem die Überprüfbarkeit steht hier im Fokus. Und das Ganze wird eben gemeinsam in der Community abgestimmt und kontinuierlich weiterentwickelt. Und da kommen wir zur Überprüfbarkeit beziehungsweise eben zu dieser Zertifizierung. Genau, jetzt im letzten dritten Teil. Hier nochmal, also die Zertifizierung ist aktuell für diese zweite Ebene, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, gibt es die SCS Compatible. Und da besitzen wir aktuell zwei verschiedene Zertifizierungen. Das sind zum einen eine Zertifizierung für eine konkrete Cloud-Infrastruktur. SCS Compatible IaaS, definiert im Standard SCS-3x04. Also, genau, das ist die Zertifizierung für, ich habe eine Cloud-Infrastruktur und setze die Standards um. Und dann besitzen wir noch eine zweite Zertifizierung, die betrifft Integratoren. Das können also Dienstleister sein, die sagen, okay, ich habe selber schon SCS eingesetzt, ich kenne die Standards, ich habe vielleicht selber auch schon ich biete selber eine SCS-kompatible Cloud an und möchte jetzt andere dazu befähigen, das ebenfalls zu machen. Und dafür gibt es diese Integrator-Zertifizierung. Und beide Zertifizierungen möchte ich jetzt nochmal kurz vorstellen. Was sind da die Anforderungen? Wie sieht der Prozess aus? Also zur ersten Zertifizierung, die ich gerade genannt hatte, die Certified SCS Compatible IaaS, also eine Cloud-Infrastruktur oder eine Cloud eben zertifizieren zu lassen, bedeutet, okay, ich habe diese Cloud
und setze für die eben die Standards um. Das heißt, ich biete die ganzen Schnittstellen an, ich biete ein bestimmtes Set an Images an, die für die Nutzenden in der Cloud dann zur Verfügung stehen. Und ja, wenn man jetzt der Meinung ist, okay, ich habe das alles umgesetzt, dann geht es quasi zur Zertifizierung über und dafür gibt es sogenannte SCS Compliance Checks und die sichern teilweise oder halbautomatisiert ab, dass eine Cloud kompatibel ist und die Standards entsprechend umsetzt. Der Prozess sieht dann so aus, dass ihr euch quasi an uns, im Speziellen an mich wendet und dann sagt, okay, wir möchten gerne unsere Cloud zertifizieren lassen nach SCS-Compatible IaaS und dafür dann geht der Prozess sozusagen los. Es gibt ein Formular, was ausgefüllt werden muss. Und in dem Formular muss dann auch nachgewiesen werden, okay, die Compliance-Checks werden erfüllt. Dafür gibt es eine Test-Suite, die man laufen lassen kann mit einem Test-Report, der am Ende da herauspurzelt, um zu belegen, okay, wir setzen die Standards entsprechend um. Es gibt auch noch teilweise manuelle Checks, weil nicht alles automatisiert umgesetzt werden kann. In dem Formular werden auch noch die Kontaktinformationen hinterlassen. Also wer lässt hier seine Cloud zertifizieren? Wer sind da die Ansprechpartner? Vor allem auch technischer Support. Das ist ganz wichtig. Und was zur Zertifizierung auch noch mit dazugehört, ist ein Fee, eine Gebühr, die sozusagen entrichtet werden muss. Wenn man aber allerdings Mitglied im Forum SCS ist, dann muss man keine Gebühr hier bezahlen, dann ist das gleich mit drin. Ja, und wenn all diese Anforderungen erfüllt sind und im Zweifel noch bestehende Probleme behoben wurden, dann kann die Cloud zertifiziert werden und aber die Zertifizierung wird eben nicht nur ausgestellt und das war's, sondern die gilt dann zum einen für ein Jahr und muss dann regelmäßig erneuert werden, wenn man weiterhin zertifiziert bleiben möchte. Und dazu gehört aber eben auch, dass innerhalb dieses Jahres sichergestellt wird, dass die Compliance-Checks laufen. Keine Sorge, diese tägliche Ausführung, also das sind wirklich auf ganz einfacher Ebene Tests, die laufen sehr schnell durch, die lasten jetzt eure Clouds nicht aus, braucht ihr keine Sorge haben. Genau, um da einfach einen täglichen Report zu haben, damit auch gleich eine Art Qualitätsnachweis, okay, die Cloud funktioniert auch dauerhaft. Ja, und wenn dann doch Probleme auftreten, dann gehört eben auch dazu, die schnellstmöglich und bestmöglich dann zu beheben, um eben zertifiziert zu bleiben. Ja, was beinhaltet nun dieser IaaS, die IaaS-Zertifizierung? Das könnt ihr hier sehen. Ich würde jetzt uns ersparen, da im Einzelnen drauf einzugehen. Wie gesagt, diese Liste findet sich auch unter Docs, SCS, Community und da sieht man, okay, diese Standards müssen umgesetzt werden, um kompatibel zu sein und zertifiziert werden zu können. Was aktuell in der Anpassung sich befindet, gemeinsam mit den schon zertifizierten Anbietern und auch andere, die noch zertifiziert werden wollen, ist diese Anpassung von OpenStack Powered Compute, was nun mittlerweile deprecated ist und nicht mehr existiert. Da sind wir gerade dabei, das jetzt auf Tempest umzustellen, was das Testing-Projekt von OpenStack ist. Genau, also das wäre jetzt so ein Beispiel für die Anbieter, Dienstleister, die es schon umsetzen, bekommen mit, hey, das OpenStack, das ist nicht mehr aktuell, das wird nicht mehr unterstützt, wir brauchen hier eine Alternative und entwickeln dann gemeinsam an was Neuem, was das ersetzen kann. Ja, was ich auch ja noch mit erwähnt hatte, diese Compliance-Check-Pipeline, die das eben halb automatisiert checkt.
Halbautomatisiert heißt, von der Liste an Standards, die ihr hier seht, können nicht alle automatisiert getestet werden. Das betrifft zum Beispiel ganz am Ende hier SCS 0302, die Domain Manager Rolle. Das lässt sich eben nicht automatisiert umsetzen, weil wir haben eine Anforderung für diese Compliance-Checks, nämlich, dass sie mit Nutzerrechten ausführbar sind, und diese Domain Manager Rolle lässt sich aber leider nur mit Admin-Rechten testen. Deswegen ist das dann ein manueller Check, der dann für die Zertifizierung zusätzlich mit eingereicht werden muss. Aber den größten Teil von der Liste, die ihr gerade gesehen habt, die kann vollkommen automatisiert ausgeführt werden. Und das sieht dann so aus, das ist jetzt mal ein Screenshot aus dem Compliance Monitor, den wir mit anbieten, wo diese Test Reports veröffentlicht werden können. Das ist kein Muss. Also wer jetzt sagt, naja, ich habe keine Public Cloud, ich habe da gewisse Anforderungen an Privatsphäre beziehungsweise also confidential, ich kann die so nicht veröffentlichen, dann ist das natürlich auch möglich, aber wenn es sich um eine Public Cloud handelt, dann kann das über den Compliance Monitor mit veröffentlicht werden, die Reports, und sind somit für AnwenderInnen nach außen auch jederzeit einsehbar. Okay, werden die entsprechenden Standards auch wirklich erfüllt? Ja, und wenn das durchläuft, dann bekommt man eben hier einen Pass und hat das bestanden. Und hier unten seht ihr dann noch die 3 Tests, die aktuell eben noch einen manuellen Check erfordern. Ja, vielleicht stellen sich manche noch die Frage, okay, ich habe jetzt hier schon eine Cloud-Infrastruktur, wie werde ich denn SCS-kompatibel? Dafür bieten wir auch schon jede Menge Tutorials und Beispiele. Findet ihr auch alles unter Docs SCS Community, und natürlich jederzeit, wenn es andere Probleme ist, kommt auf uns zu, dann können wir euch mit schon zertifizierten Anbietern verbinden, und die können euch weiterhelfen. Also unser Ziel ist, dass hier jeder befähigt wird, die Standards umzusetzen und die eigene Cloud entsprechend SCS-kompatibel zu machen. Okay, ja, die Folie hatte ich ja schon. Entschuldigung, die überspringen wir mal. Ja, wenn jetzt der Zertifizierungsprozess erfolgreich durchgelaufen ist, dann gibt es dann natürlich auch was. Zum einen eine Urkunde, wo nochmal offiziell bestätigt wird, dass die Zertifizierung erfolgreich durchgeführt wurde. Und es gibt dann auch ein Badge, was ihr euch auf die Webseite machen könnt, um eben auch sagen zu können für Nutzende, die speziell nach SCS-Kompatibilität suchen. Hier, wir sind offiziell zertifiziert, wir unterstützen das. Das könnte jetzt in nächster Zeit sehr relevant werden. Das ist jetzt ganz neu. Bei der Initiative Deutschland Stack gab es jetzt die ersten Auswertungen und die ersten Entscheidungen, und da spielt gerade für die Cloud-Infrastruktur Standardisierung SCS eine Rolle, ist da Teil von. Das könnte also gerade, wenn man als im Kundenkreis die öffentliche Verwaltung hat, wird das in Zukunft eine große Rolle spielen, hier SCS zertifiziert zu sein, um eben da Ausschreibungsanforderungen erfüllen zu können. Ja, und zusätzlich werden dann die zertifizierten Unternehmen auch noch auf der offiziellen Webseite mit verlinkt, erwähnt, um da eben auch auffindbar zu sein. So, das ist die Zertifizierung für eine Cloud, SCS-Compatible IaaS. Und dann hatte ich ja noch die zweite Zertifizierung für die Integratoren erwähnt. Aber hier nochmal kurz, hier seht ihr nochmal den Compliance Monitor, wo eben vor allem diese Public Clouds für alle transparent nach außen einsehbar sind. Okay, erfüllen sie den aktuellen Standards, wird wie gesagt täglich einmal laufen gelassen, und dann sieht man hier immer die aktuellsten Ergebnisse der zertifizierten beziehungsweise kompatiblen Clouds
Also nicht alle, die hier aufgelistet sind, sind zertifiziert, aber mittlerweile schon einige. Genau. Jetzt war einmal eins zu schnell. Jetzt kommen wir zur Integrator-Zertifizierung. Die läuft im Grunde genommen ähnlich ab. Nur, dass es hier zwei verschiedene Voraussetzungen gibt, die erfüllt sein müssen, um sagen zu können, okay, ich lasse mich zertifizieren. Das ist zum einen, man hat eben selber eine zertifizierte SCS-kompatible IaaS Public Cloud. Ganz wichtig hier Public Cloud. Also genau, nach der Zertifizierung, die ich euch gerade vorgestellt habe. Oder alternativ wäre es eben auch möglich zu sagen, okay, ich habe Kunden, bei denen ich geholfen habe, SCS-kompatible Clouds aufzusetzen. Wichtig wäre hier zu erwähnen, die müssen dann nicht zwangsweise zertifiziert sein, aber sie müssen trotzdem die Anforderungen der Zertifizierung erfüllen. Das heißt, sie müssen den Compliance-Check bestehen und auch diese Formulare für die Compliance-Zertifizierung müssen mit ausgefüllt werden, damit wir wissen, okay, um welche Clouds handelt es sich hier und auch, dass wir Kontaktinformationen haben. Und wenn das aber, wenn das da ist, dann kann man sich für eine Zertifizierung als IaaS Integrator bewerben und dann läuft das, wie gesagt, ähnlich ab. Ihr wendet euch an uns und wir führen dann noch ein paar manuelle Checks aus. Wie gesagt, ein Formular muss noch ausgefüllt werden, wo auch nochmal Kontaktinformationen eingetragen werden, die entsprechende Cloud, Public Cloud oder eben die Kundenclouds müssen damit eingetragen werden. Und ja, wenn das alles erfüllt ist, dann gibt es auch dafür eine Zertifizierung, die dann im Grunde ähnlich aussieht. Hier fehlt jetzt noch das Bild der Urkunde, aber es gibt dann auch wieder eine Urkunde. Es gibt ein Badge, was man sich auf die eigene Webseite machen kann oder in andere Dokumente, die öffentlichkeitswirksam sind. Und auch hier gibt es dann natürlich eine Auflistung auf der offiziellen Webseite, um eben für Organisationen, Institutionen, die auf der Suche nach Integratoren sind, die sagen, hey, wir wollen selber eine SCS-Cloud aufsetzen, haben aber nicht die Erfahrung, suchen jemanden, der uns dabei helfen kann, dass die dann hier sofort die entsprechenden zertifizierten Integratoren auffinden können. Ja, noch ein kurzer Blick in die Zukunft. Wir wollen zukünftig, also aktuell bieten wir das Ganze, wie gesagt, für den Infrastructure as a Service Layer an und zukünftig dieses Jahr soll da auch noch die Kubernetes as a Service Zertifizierung mit hinzukommen. Das ist jetzt Work in Progress. Daran arbeiten wir gerade aktiv. Ja, genau. Das soll es soweit erstmal gewesen sein. Unter folgender Adresse, die ihr jetzt hier seht, könnt ihr euch für eine Zertifizierung bewerben und auch nochmal informieren. Wir unterstützen euch, wie gesagt, kommt einfach auf uns zu. Und weil ich es ja gerade gesagt hatte, wir sind gerade dabei, die KAS-Standards und Zertifizierungen voranzutreiben, dass wir dieses Jahr erste Zertifizierungen machen können. Dafür veranstalten wir jetzt auch im Februar einen SCS-Hackathon, den 6. mittlerweile. Und ja, wer da dabei sein möchte, aktiv mitentwickeln möchte, sagen möchte, okay, wir haben Erfahrung in Kubernetes und wir wollen hier gerne, wir haben Ideen, wie wir zu der Standardisierung beitragen können, wollen auch schauen, wie soll dann die Zertifizierung aussehen. Nehmt da gerne dran teil. Teilnahme ist kostenlos und hier unter dem Link könnt ihr euch dazu anmelden. Der Hackathon wird in Nürnberg-Fürth stattfinden bei einem Mitgliedsunternehmen des Forum SCS Standards bei ScaleUp. Und gibt es unter anderem auch eine Führung durchs Rechenzentrum dann. Ja, genau. Bei weiteren Fragen hier nochmal kurz Kontaktinformationen findet ihr ja eben auch alles auf der offiziellen Webseite. Und dann will ich jetzt auch Schluss machen und stehe für eure Fragen, Kommentare und Feedback zur Verfügung. Vielen Dank.